Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal zu Eternal Return Black Survival. Wie angekündigt möchte ich euch heute den zweiten Teil zu der Serie bringen, in dem ich Charaktere von Eternal Return mit Champions von League of Legends vergleiche. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, habe ich ihn euch in der Infocard oder der Videobeschreibung verlinkt. Doch genug der Vorrede, kommen wir nun zu den restlichen 14 Charakteren, die wir nun vergleichen wollen. Angefangen mit Lennox. Das Q ist bei ihr wie bei Darius, da man sich hier dreht und an den Gegnern mehr Schaden anrichtet, wenn man sie am Rande des Kreises trifft. Mit dem W dreht sich Lennox mit ihrer Peitsche im Kreis, um anschließend in einer geraden Linie nach vorne Schaden anzurichten, ähnlich wie Xin Zhao mit seinem W. Und das E ist genau wie bei Thresh, denn Lennox kann hier entweder Gegner zu sich hin oder von sich wegdrücken. Weiter geht es mit Leon. Dieser erzeugt mit seinen Q- und E-Fähigkeiten Wasserflächen, in die er eintauchen kann, um Gegner von unten anzugreifen, das in etwa vergleichbar mit dem Eingraben von Rek'Sai. Mit dem W erzeugt Leon ein Schild, welches eure nächsten 3 Auto-Attacks verstärkt, ähnlich wie das Nami-E. Mit seiner Ulti reitet Leon auf einer Welle und reißt Gegner mit sich, was vergleichbar ist zu der Ulti von Asia. Weiter geht es mit Li Dai Li. Das Q ist fast genauso wie bei Riven, denn hier springt sie etwas nach vorne und richtet Schaden an und die Fähigkeit kann zweimal reaktiviert werden. Auch das restliche Kit von ihr würde ich mit Riven vergleichen, bis auf das W, denn hier trinkt sie etwas Alkohol, um ihren Pegel zu erhöhen, und der Alkoholpegel ist in etwa vergleichbar mit dem Heat von Rumble oder dem Rage von Renekton, denn umso höher ihr Pegel ist, umso bessere Bonis hat sie auf ihren Fähigkeiten. Kommen wir zu Luke. Seine Q-Fähigkeit ist vergleichbar mit dem Q von Lee Sin, denn wenn er einen Gegner damit trifft, kann er in diesen heranspringen. Mit seinem W kann Luke seine Auto-Attacks verstärken und beim Angreifen mehr Attack-Speed bekommen, ähnlich wie mit dem Klett-W. Das R ist in etwa wie die Graves Ult, nur in einer geraden Linie, und wie Kha'Zix kann Luke seine Fähigkeiten evolven, um Bonus auf diesen zu bekommen. Magnus schmeißt mit seinem Q ein paar Steine auf den Gegner, ähnlich wie Mega Gnar mit seinem Q. Auch das E ist vergleichbar mit der Ulti von Gnar, da Magnus dort Gegner schlägt und wenn man die Gegner gegen eine Wand schlägt, werden diese kurz gestunt. Das W von Magnus ist genau wie das Garen E, da er hier etwas durchdreht. Und bei seiner Ulti steigt Magnus auf sein Motorrad und sobald er eine Wand oder einen Gegner trifft, explodiert das Motorrad und richtet AOE Damage an, was in etwa vergleichbar ist mit der Sion Ult. Weiter geht es mit Nadine. Bei ihrem Q lädt sie einen Skillshot auf, um die Reichweite davon zu erhöhen, ähnlich wie das Varus Q. Wie auch andere ADCs hat Nadine auch noch eine Trap und ein Movement Skill in ihrem Kit. Ansonsten ist sie recht ähnlich zu Kindred, da sie Bonus bekommt für das Jagen von Tieren und auch bei ihrer Ulti greift sie mit einem Wolf an, ähnlich wie das Kindred W. Kommen wir zu Rossi. Ihre Passive ist genau wie die Lucian Passive, denn wenn man eine Fähigkeit einsetzt, ist der nächste Auto-Attack danach ein Doppelschuss. Auch das restliche Kit von ihr ist vergleichbar mit dem Lucian Kit, bis auf die Ulti, welches eher vergleichbar mit dem Tristana E ist, da Rossi hier eine Bombe auf den Gegner platziert oder auf dem Boden und wenn sie auf die Bombe schießt, wenn sie an einem Gegner dran ist, explodiert die Bombe eher. Shoichi lässt sich wohl am besten mit Katharina vergleichen, denn wie Katharina erzeugt auch Shoichi mit seinen Fähigkeiten Dagger, welche dann auf dem Boden rumliegen und welche er dann aufheben kann, um Bonusschaden an Gegnern anzurichten. Und wie Katharina kann sich auch Shoichi mit seinem W an Gegner direkt ran teleportieren, um dort dann weiter Schaden anzurichten. Weiter geht es mit Sylvia. Mit ihrer W-Fähigkeit kann sie eine Wand erzeugen, welche Gegnern Schaden zufügt und sie verlangsamt, ähnlich wie das Karthus W. Das E von Sylvia ist vergleichbar mit dem Niederlesperr, denn umso weiter der Skillshot fliegt, desto mehr Schaden richtet er an. Neben dem E ist auch das restliche Kit von Sylvia doch recht ähnlich zu Nidalee, denn bei ihrer Ulti steigt Sylvia beispielsweise auf ein Motorrad, was vergleichbar mit der Katzenform von Nidalee ist, da hier ihre vorher Range-Fähigkeiten auf Melee-Fähigkeiten wechseln. Wie Orianna hat auch Cecilia einen Ball, den sie mit ihren Fähigkeiten bewegen kann, um Schaden an Gegnern anzurichten. Mit ihrer B-Fähigkeit kann sich Cecilia kurzzeitig unverwundbar machen und nach kurzer Zeit explodiert dieses Schild und richtet Schaden an Gegnern im Umkreis an und diese Fähigkeit ist ein bisschen vergleichbar mit der Kayle Ult. Des Weiteren hat Cecilia einen Hook auf ihrem E, ähnlich wie der Blitzcrank Hook, aber der Hook geht nicht direkt von Cecilia aus, sondern von dem Ball, den sie steuert. Und die Ulti ist einfach wie die Karthus Ult, da sie hier Schaden an allen Gegnern anrichtet, aber auch an sich selber. Weiter geht es mit Sua. Das Q von ihr ist wohl ein bisschen vergleichbar zu dem Veigar E, denn je nachdem wie man es platziert, kann man Gegner damit stunnen, aber das Q von Sua richtet auch Schaden an.
Mit ihrer W-Fähigkeit kann sich Sua oder Verbündete einen Schild geben, welches sie kurz unaufhaltbar macht, oder sie kann das W auch auf Gegner einsetzen, um diese zu blinden, vergleichbar wie mit dem Teemo-Q. Das E von Sua lässt sich wohl am besten vergleichen mit Jarvan, wenn er sich an seine Lanze ranzieht. Und ihre Ulti ist wie die LeBlanc-Ult, da sie hier ihre letzte Fähigkeit nochmal verstärkt einsetzen kann. Xiukai ähnelt nicht nur vom Körperbau Gragas, sondern auch von seinen Fähigkeiten. So kann er beispielsweise mit seinem Q ein Fass werfen, aber dieses muss man nicht wie bei Gragas reaktivieren. Mit dem W richtet Xiukai AOE-Damage um sich drum herum an und slowt Gegner, ähnlich wie wenn das Q-Fass von Gragas explodiert. Bei seinem E setzt Xiukai sein ganzes Körpergewicht wie Gragas ein, um sich in die Gegner zu werfen und diese in die Luft zu schlagen. Und bei seiner Ulti richtet er einfach viel AOE-Schaden vor sich an. Kommen wir zu Yuki. Dieser sammelt bei seiner passiven Manschettenknöpfe, welche seine Fähigkeiten verstärken, in etwa wie der Renekton Rage. Auch die Q- und E-Fähigkeiten sind vergleichbar mit dem Q und E von Renekton. So ist das Q ein verstärkter Auto-Attack und mit dem E kann Yuki sich an einen Gegner randashen. Bei seiner Ulti richtet Yuki AOE-Schaden vor sich an und slowt die Gegner. Zudem werden getroffene Gegner markiert und bekommen nochmal Schaden, wenn Yuki sein Schwert weglegt. Von dem AOE-Schaden und der Markierung her lässt sich die Ulti wohl ein bisschen mit der Irelia-Ult vergleichen. Und damit kommen wir schon zum letzten Charakter, Zahir. Dieser ist ein typischer Combo-Mage, bei dem es wichtig ist, seine Fähigkeiten zu treffen und mit darauffolgenden Fähigkeiten noch mehr Schaden anzurichten, beispielsweise wie Cassiopeia oder Ryze. So bekommt er mit seiner passiven mehr Movement Speed, wenn er Gegner mit Fähigkeiten trifft, und seine Fähigkeiten markieren auch Gegner, was dafür sorgt, dass darauf folgende Fähigkeiten Bonusschaden an diesen Gegner anrichten. Mit seinem Q macht Zahir Schaden unter dem Gegner nach kurzer Zeit, ähnlich wie das Cassiopeia Q. Auch das W ist ein Skillshot, vergleichbar mit dem Cassiopeia E. Der E von Zahir ist ein Wirbelsturm wie bei Janna, aber ohne dass dieser extra reaktiviert werden muss. Und bei seiner Ulti richtet er einfach AOE-Schaden über Zeit in einem großen Bereich an Gegnern an. Das war dann auch schon der Vergleich aller 29 Charaktere, welche es derzeit in Eternal Return Black Survival gibt. Ich hoffe, ich konnte einigen von euch helfen bei der Suche nach dem Charakter, welcher zu eurem eigenen Playstyle passt. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr zu Eternal Return auf meinem Kanal verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!